Vorab, bevor das Video losgeht, möchte ich nur kurz anmerken, dass es nicht zu deep werden soll, sondern ich möchte euch einfach nur meine Gedanken zu dieser Thematik nahebringen und das ist mir einfach total wichtig. Und ich weiß, dass es nur die wenigsten ansprechen wird jetzt, dieses Video, aber ich möchte es trotzdem irgendwie meine Gedanken dazu mit euch teilen. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und habe seit 2001, kurz vor meinem 4. Geburtstag, Diabetes, das heißt jetzt seit mehr als 15 Jahren mittlerweile. Diabetes ist auf dem Papier eine Krankheit. Was heißt auf dem Papier ist einfach, es soll eine Krankheit sein, aber für mich ist es keine richtige Krankheit, weil ich es nie anders erlebt habe. Ich habe nun mal seit ich 3 bin halt Diabetes und ich kann mich an keine Zeit erinnern, wirklich, wo ich ohne das jetzt gelebt habe. Ja, zu Beginn meiner Krankheit, zu Beginn wurde mir Insulin, was nun mal den Blutzucker im Zaum halten soll, sage ich jetzt mal, wurde mir per Spritze verabreicht von meinen Eltern, was ziemlich nervig war, weil ihr könnt euch das vorstellen, als 3, 4, 5-Jähriger wirklich nach jeder Mahlzeit bzw. vor jeder Mahlzeit und dazu noch morgens und abends Insulin per Spritze gespritzt zu bekommen, das ist für einen 3, 4, 5-Jährigen echt nicht cool. Ich hatte dann die Therapie für knapp 5, 6 Jahre mit Spritze und habe dann aber eine Insulinpumpe bekommen. Ne, das ist ein Gerät, das ist nicht groß, mit dem ich mir einfach durch einen Katheter, der bei mir im Gewebe sitzt, Insulin verabreichen kann und das kann ich einfach alleine viel genauer einstellen. Da muss ich mich nicht jedes Mal für neu stechen, sondern da ist durchgehend eine Nadel drin, die ich alle 2 Tage wechseln muss. Und das ist schon mal um einiges entspannter gewesen damals. Da war ich gerade 9, glaube ich, als ich das bekommen habe, also vor 10 Jahren mittlerweile. Da ist mir schon und auch meinen Eltern wahrscheinlich eine Last von den Schultern gefallen. Insofern ich mich erinnern kann, ist es für mich damals ziemlich unangenehm gewesen, egal ob jetzt mit Spritze oder mit Pumpe, mir das Insulin zu verabreichen, weil ich halt immer wieder Blicke auf mich gezogen habe, die irgendwie die waren teilweise angeekelte Blicke, teilweise auch neugierige Blicke und das war mir halt wie gesagt sehr unangenehm. Und auch das Blutzuckermessen, was ich ja bis vor ein paar Tagen noch, bis vor nicht mal keine 2 Wochen, was ich noch mit einem Stich in den Finger gemacht habe, das war mir eigentlich noch unangenehmer, weil ich da nur mal die Leute gesehen haben, dass ich mir in den Finger piekse und dann da Blut rauskommt. Und da habe ich auch angeekelte und neugierige und was weiß ich nicht alles für Blicke auf mich gezogen. Habe ich alles nicht mehr so genau auf dem Schirm. Ja, ich wurde auch teilweise irgendwie als Emo oder ähnliches bezeichnet, eben weil ich mich gepiekst habe und geblutet habe. Und das war auch noch, bis auf ich auf weiterführende Schule gekommen bin, wo ich jetzt immer noch bin, war das auch noch teilweise der Fall. Ich habe immer, als ich in der Öffentlichkeit war, egal ob in der Schule oder sonst wo unterwegs, habe ich immer Blicke damit auf mich gezogen, klar. Ja, das war mir selbst nach knapp 8 bis 9 Jahren, dass ich das schon machen musste, war mir das immer noch hart unangenehm. Mittlerweile ist mir das egal, aber zu Anfang war das echt eine komische Situation manchmal. Da habe ich mich wirklich teilweise gesträubt, mich da in der Öffentlichkeit meinen Blutzucker zu messen und oder ich habe mir halt eine ruhige Ecke gesucht, wo nicht so viele Menschen sind, um mich da ungestört messen zu können. Ich habe letztens mal ausgerechnet, wie oft ich schon ungefähr so Pi mal Daumen meinen Blutzucker gemessen habe. Und das sind, wenn ich das hochrechne, knapp 33.000 Mal. Wenn das heute der Fall ist, wenn ich heute mir irgendwo meinen Blutzucker gemessen habe und dann mir wirklich jemand einen blöden Blick zugeworfen hat. Also wenn jemand fragt, wenn ich mich messe und dann jemand fragt, was das ist, dann finde ich das voll okay. Das ist ja ganz normal, das kann man machen. Wenn jemand darüber nicht Bescheid weiß, dann erkläre ich ihm das auch gerne, wenn er fragt. Aber wenn ich dann irgendwelche komischen Blicke kriege, zum Beispiel als ich dann im Bus war und gegenüber von mir saß jemand, und da habe ich auch echt schon, ich bin teilweise echt frech geworden, muss ich sagen, weil das hat mich nach so ein paar Jahren, da nervt einen das schon, da kotzt einen das schon ein bisschen an. Wenn jemand ein Problem damit hat, dann Entschuldigung, ich habe keine andere Wahl, ich kann das nicht lassen. Mittlerweile messe ich meinen Zucker allerdings über einen Sensor, der ist so groß, ungefähr knapp wie eine 2-Euro-Münze ist der groß und der sitzt hier oben am Oberarm im Gewebe und an den muss ich dann immer muss ich dann immer so ein kleines Gerät hier dran halten, was mir dann
meinen Zucker sofort anzeigt, wenn er das scannt. Und das ist auf jeden Fall eine ganze Nummer entspannter, als wenn ich mich jedes Mal in den Finger stechen muss. Den Sensor, den muss ich alle 2 Wochen wechseln, wenn ich mir den nicht irgendwie rausreiße durch irgendwie, wenn ich mir Klamotten anziehe oder nach dem Duschen ein Handtuch abtrockne oder so. Das ist mir schon ein paar Mal fast passiert jetzt, weil ich bin nun mal wirklich noch nicht daran gewöhnt. Ich kenne das nun mal wirklich noch nicht. Ich habe das jetzt noch gar nicht so wirklich, was heißt verarbeitet, aber ich habe es noch nicht so wirklich gecheckt, dass das jetzt da ist, auch jetzt nach 10 Tagen, glaube ich, wo ich das jetzt schon habe. Ja, dadurch kann ich das alles viel besser managen und meine Gesundheit dadurch noch viel besser im Zaum halten. Wobei ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es eine Heilung dagegen gibt, weil das, was ich jetzt habe, das ist keine, dadurch wird der Diabetes nicht geheilt, sondern das ist eine Therapie. Und da lebe ich einfach frei nach dem Motto, dass ich einfach so lange wie ich es schaffe, gesund zu bleiben, auch so bleiben kann und so lange wie möglich von den Folgekrankheiten der eigentlichen Krankheit verschont bleiben kann. Da werde ich auch krass von meinen Eltern und von meinen Freunden unterstützt. Das feiere ich auch richtig hart. Durch die ganzen Nadeln, die sich dann jetzt halt im Laufe der Jahre bei mir angesammelt haben, die mich immer begleitet haben, bin ich auch sehr unempfindlich gegenüber Nadeln geworden. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn ich jetzt irgendwie mal auch im Krankenhaus bin und mir irgendwie ein Zugang in eine Ader oder so, in eine Vene gelegt wird. Da bin ich total schmerzfrei. Das Einzige, was mich immer noch stört, nach wie vor, sind Pflaster. Weil vor Pflaster finde ich einfach total eklig. Kann ich überhaupt nicht haben, Pflaster. So, die letzten so 2 Jahre, da ist mir langsam so die Einsicht gekommen. Ich habe früher nämlich ziemlich unvernünftig gelebt. Ich habe da immer alles in mich reingefuttert, beziehungsweise immer durcheinander Süßigkeiten und alles gegessen und nicht wirklich auf meinen Blutzucker geachtet. Aber jetzt, seit, wie gesagt, so 2, 3 Jahren ungefähr, ist mir langsam die Einsicht gekommen, dass das so nicht weitergehen kann und ich halt mehr darauf achten sollte. Bin jetzt auf jeden Fall um einiges vernünftiger geworden. Also zum Schluss lässt sich festhalten, also das klingt so wie ein Aufsatz, dieses zum Schluss lässt sich festhalten. Zusammenfassend lässt sich halt einfach sagen, dass ich durch meine Krankheit nicht weiter eingeschränkt bin, weil ich, wie gesagt, es nicht anders kenne. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht mit Diabetes aufgewachsen wäre, dann würde ich auf jeden Fall, wenn ich es jetzt bekommen würde, noch um einiges eingeschränkter sein, weil ich mich da erstmal krass umgewöhnen würde. Aber jetzt finde ich, lebe ich in Anführungsstrichen normal, weil das begleitet mich zwar die ganze Zeit, aber ich kann meiner Einschätzung nach genau die Sachen machen, die auch ein Nicht-Diabetiker machen kann. Ich will jetzt nicht sagen ein normaler Mensch, weil ich bin ja auch ein normaler Mensch und ich bin ja auch den Umständen entsprechend noch gesund. Ja, es begleitet mich halt schon. Es ist halt ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Ich kann mir davon keinen Urlaub nehmen, keine Auszeit, keine Ferien, was auch immer von nehmen. Aber es schränkt mich halt wie gesagt nicht ein normales Leben zu führen. Das Ganze war jetzt ziemlich unstrukturiert, das Video. Aber ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat. Ich schätze mal, das wird das einzige mehr oder weniger, das wurde jetzt doch ein bisschen deeper, das mehr oder weniger einzige diepe Video auf meinem Kanal bleiben. In Zukunft werden wieder normale Vlogs, normale Videos folgen, die auch etwas unterhaltsamer sind, hoffentlich. Das heißt, dranbleiben. Bis zum nächsten Video.